Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir ein paar sehr interessante Gespräche gehabt, vor allem mit Harriet und alten Bridget. So, wir haben den wir uns Blut gegeben hat. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das genau bewirkt. Wir werden sehen. Und was war das gerade vorne eigentlich für ein Schrei? Das ist ungünstig. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Ja, liegt eine Leiche. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Da kann ich nichts zu fragen. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Ja, eigentlich genau vor dir, okay. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Leiche untersuchen. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Was? Wie passt das gerade zusammen? 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Na, fangen wir jetzt mal noch. Glad to see you again, Mr. Reed. Hat er irgendwas freigeschaltet? Nö. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ja, natürlich. Wir hatten hier doch auch noch 1, 2 Aufgaben. Mal ganz kurz unten die. Das ist hier unten. Das ist da unten. Ganz kurz. Die sind eigentlich alle. Fehlen uns halt noch sehr viele Hinweise auf die Leute. Was fehlen grundsätzlich noch 3? Also irgendwo sind hier noch 3 Leute, die ich nicht getroffen habe. So wie hier noch eine Person ist. Ja,
Ja, das müsste der nächste und letzte Bezirk sein, wo wir hin sollten. Nicht hier im Westend und Northdocks. Beziehungsweise bei Northdocks sind wahrscheinlich die 3 Personen, die mir da noch fehlen. Nehme ich mal an. Und Westend sollten dann die letzten paar Leute sein. It's locked, all right. Das stimmt, das ist verschlossen. Habe ich schon wieder verdrängt. Gut. Was machen wir? Ich könnte natürlich jetzt als erstes das machen. So, was war noch mal so ein Totengräber? Das war auch irgendwo in die Richtung. Ne, Moment, das. Ah, nee, das war da unten. Stimmt. Falsch. Machen wir jetzt erst das. Wir sehen, dass ja da unten irgendwo ist. Hätte ich natürlich vorher schon machen können. Da ist noch eine Person. Vielleicht irgendwie. Ansprechen. Oh, hier sind grundsätzlich noch 2. Ich habe eigentlich nicht genau gesehen. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ja, natürlich. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Tja, kann ich verstehen. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Okay. Das war auch die andere Person, die wir da noch gesehen haben. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. What can you tell me about the neighborhood? Not really. Und dann haben wir noch eine persönliche Why not Frage. try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Eine Blutprobe. Die nehme ich mal mit. Ein Brief und eine Spieluhr. Nehme ich mal auch mit. Obwohl es kann. Okay, das heißt, von den Shops kann ich auch Blutproben kriegen. Wusste ich nicht mehr. Ganz kurz, ist hier oben noch irgendeine Person oder irgendwas? Das
Auf jeden Fall noch ein sehr schönes Gebäude. Ja. Man, ja, Platz zum Schlafen. Bei so vielen leerstehenden Gebäuden ist es halt auch nicht schwierig eigentlich. Gibt's andere Probleme? Ja, dass man sich nicht den Gängen anschließen sollte, ja, ist fast selbstverständlich. Okay, das ist ein weiterer Weg raus der Unterkunft. Beziehungsweise ja, hätten wir das mit dem Plakaten machen müssen, egal. Mal schauen, ob wir mit der Verrückten hier noch sprechen können. Oder ob uns da Überzeugung fehlt. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Ja, wir sind Arzt. Anzieher eindeutig ein Alzheimer oder so. Oder ein Spenden Kurzzeitgedächtnis. Unvollendete Brief. Rodney, ich habe gerade erfahren, was heute Nacht passiert ist. Ich bin zu deinem Haus gerannt. Aber du warst schon weg. Also schrieb ich dir diesen... etwas. Also schrieb ich dir diese Nachricht. Hast du ihn wirklich getötet? Ich kann es nicht fassen. Warum? Was ist passiert? Ich muss wirklich dringend mit dir reden. Bitte setzt dich irgendwie mit mir in Verbindung, wenn du diese Nachricht hältst. Da ich weiß, dass du zu groß Vorsicht neigst. Und um dir zu beweisen, dass dies keine Falle ist, lass uns eine Erkennungszeichen vereinbaren. Ich pfeffe meinen Namen, Jack, in Morse-Code. Und du dann in Ordnung? So weißt du, dass ich es wirklich bin. Und ist es gut, dass du dich versteckst? Die Bad Boys machen die ganz gegen uns sicher und lassen alle wissen, dass sie den Mann bestrafen werden, der einen von ihnen getötet hat. Ich bin sicher, wir können diese Angelegenheit irgendwie regeln, sobald sie die Gemüter beruhigt haben. Okay. Ja, okay. Rodney haben wir auch schon getroffen unten in der Kanalisation. Das war ja der, wo ich mich gefragt habe, wie der da reinpasst. Ja, jetzt wissen wir die Antwort. Er versteckt sich da einfach von den Good Boys. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Ja. Okay, sie leider an Kopfschmerzen. Gut zu wissen. Wenn es nur das ist. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life.
I would never say that to him, of course. Meint sie jetzt den Verkäufer oder ihren toten Sohn? What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Ja, auch interessant, dass die uns mit Tippets verwechselt. So ähnlich sind wir uns dann auch wieder nicht. Goodbye, Miss Gilligan. Aber ja, schwacher Geist braucht halt nicht viel Überzeugung. Hätte ich vielleicht denken können. Tja, das hätte ich auch wissen können. Not a safe place. This one's mine! Crawl back to the hell that spawned you! Die sollen sich gegenseitig überfallen. Habe ich nichts gegen. Beziehungsweise wenig gegen, sagen wir es so. Okay. Die soll mich mal nicht nerven. Ich möchte ja eigentlich nur da zu der Mission. Schauen wir das. This could be the pub, like house Giselle Paxton mentioned. Die das gut fanden. Should investigate further. Das ist natürlich gar nicht gut. Schon kriege ich den gestunt. Eindeutig, ja. Okay. Ja, das Geld ist genau unter uns. Giselle's stolen money. Everyone has some unethical ways of financing their war. Okay. So. Hätten wir das auch. Dann kann ich ja noch mal das Geld abgeben. Ich wollte mich wieder mal nicht so schnell durch die Gassen bewegen. Ich mag das Spiel nicht. Bin ich ja richtig? Es zählt zu einer Unterkunft. Spannend. Ich meine, okay, hier kann ich mich nicht so schnell bewegen. So, welche von den zwei war das jetzt? Die hier. Glad to see you again, Mr. Reed. Nö, sie war's nicht. Da war's die andere. You again? What do you want? I've identified the men who stole from you.
You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Ja, natürlich. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Okay. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ja, aber wir wissen ja eigentlich, wer Jack getötet hat. Das war ja Digby eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müsste es Digby gewesen sein. Weil die haben ja auch über das gesprochen, dass sie irgendwann umgebracht haben. Schon haben wir bei... Das Problem ist halt, da muss ich jetzt wieder bei ihr anklopfen, dann muss ich sie wieder überzeugen, dass mich reinlässt. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. Beziehungsweise, muss kurz laden. Warum? So, Dr. Tippett, what brings you back here? We haven't talked in quite some time. Okay, nee, ist jetzt keine neuen Hinweise durchbekommen. Gut. Ist das drum? Das ist hier niemand mehr. Okay. Kann ich eigentlich das Schloss auch machen? Ja. Natürlich jetzt auch eine kleine Abkürzung zu den Norddocks. Und ja, ein bisschen mehr Schaden hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ich weiß auch, wo ich hier bin. Ich helfe den mal ganz kurz. Wieso komme ich da nicht rüber? Jetzt komme ich darüber. Okay. Ja, stimmt. Bei den Norddocks war ja das am Anfang. Mehr oder weniger. Ich erinnere mich schon wieder. Man ist sie immer alles miteinander verbunden. So ist es ja nicht. Na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das folgt, könnt ihr euch gerne auch Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.